Hallo, heute sind wir im Aqua-Zoologicke-Museum in Düsseldorf. Wir stehen hier im Aqua-Zoologicke-Museum vor einem großen Aquarium für echt große Tiere, nämlich den großen Drachenkopf und die Mittelmeermuränen. Der große Drachenkopf, der auch den eher unrühmlichen Namen Meersau trägt, kommt häufig im Mittelmeer und im nördlichen Atlantik vor. Er ist dabei ein träger Bodenfisch, was man ihm hier auch im Aquarium sehr gut ansieht. Sein lateinischer Name Scorpaena scroffa gibt einen leisen Hinweis darauf, dass er zu den Skorpionfischen gehört. Optisch hat der große Drachenkopf eigentlich überhaupt nichts mit den Skorpionen gemeinsam, wenn man sich diesen doch eher sympathisch trägen Fisch hier im Aquarium so anschaut. Aber trotzdem hat er eine entscheidende Gemeinsamkeit mit den Skorpionen, die man nicht vergessen sollte, denn der große Drachenkopf ist giftig und mit dem Gift ist nicht zu spaßen. Bei Gefahr stellt er nämlich seine Flossen auf und in der Rücken- sowie der Afterflosse ist leider ein Gift, das auch für den Menschen enorm gefährlich sein kann und sofort heftige Schmerzen auslöst und sogar theoretisch zum Tod führen könnte. Die rötlich-braune Färbung, die dieser Fisch aufweist, ist je nach Lebensraum unterschiedlich. Was aber alle großen Drachenköpfe machen, ist, dass sie sich häuten. Man sieht das ein wenig auch auf den Videoaufnahmen, dass sich die Haut des Fisches so ablöst. Und das ist ganz normal, denn so ein großer Drachenkopf häutet sich auch teilweise mehrmals im Monat. Der große Drachenkopf ernährt sich von Krebsen, Weichtieren und Fischen. Er ist ein Lauerjäger. Das bedeutet, er wartet geduldig, bis sein zukünftiges Opfer nah genug an ihm dran ist und schlägt dann blitzschnell zu. Die Mittelmeermuräne Muranea helena trägt ihr Verbreitungsgebiet schon im Namen. Dass so eine doch optisch eher besondere Art dann anscheinend nach der schönen Helena von Troja benannt ist, mag auf den ersten Blick etwas kurios anmuten, aber tatsächlich ist es eine sehr interessante und auch sehr schöne Moränenart. Hier im Aquarium sind die Mittelmeermuränen weniger präsent als der riesige Drachenkopf. Nicht, weil sie unbedingt schüchterner sind, sondern weil es zu ihrer Natur gehört, eher versteckt zu leben, und zudem sind sie auch nachtaktive Räuber. Allerdings sind sie bei der Jagd so gar nicht schüchtern und fürchten sich auch nicht vor großen oder größeren Beutetieren. Hier im Aqua-Zoologicke-Museum in Düsseldorf sind sie direkt neben typischen Beutetieren von sich zu sehen, nämlich den gemeinen Kraken Octopus vulgaris. Sie leben im gleichen Lebensraum und stellen tatsächlich auch Beutetiere für die Muränen dar. Eigentlich sind die Muränen in ihrem Lebensraum die Top-Prädatoren, haben also keine natürlichen Feinde. Sehr wohl allerdings hat sich der Mensch als natürlicher Feind gezeigt, denn Muränen enden nicht selten als Speisefisch oder Beifang. Die Haltung der Mittelmeermuräne geht schon sehr, sehr weit zurück. Bereits im antiken Rom, wo die Mittelmeermuränen sehr beliebte Speisefische waren, gab es Römer, die durchaus auch eine gewisse Extravaganz hatten und sich diese Tiere in großen Stückzahlen in Aquarien hielten. Von so einer römischen Dekadenz ist man hier aber im Aqua-Zoologicke-Museum sehr weit entfernt, denn hier sind diese Tiere nicht als Speisefische gehalten, sondern als Botschafter ihrer Art, und tatsächlich sind die Mittelmeermuränen
unglaubliche wichtige Botschafter dieser bentischen Lebensräume, weil sie eben dort der Spitzenprädator sind und somit einen tollen Eindruck auch den Zuschauern von diesem Lebensraum vermitteln. Schreibt jetzt eure Frage in die Kommentare und vergesst nicht, dem Video einen Daumen hoch zu geben. Damit ihr in Zukunft kein neues Video mehr verpasst, könnt ihr unseren Kanal kostenlos abonnieren.